Hallo, mein Name ist Matthias Görne. Ich bin Sänger, genauer gesagt Bariton. Und ich freue mich, hier in der Elbphilharmonie diesen Stream machen zu können. Ich habe dafür mit meinem Pianisten Alexander Schmalz eine Gruppe von Brahms-Liedern. Brahms, der natürlich in Hamburg eine wirklich feste Größe darstellt und einen Großteil seiner Lebenszeit hier verbracht hat. Als mich Christoph Lieben-Sauter anrief und diese Produktion in Aussicht gestellt hat oder gefragt hat, ob ich daran Interesse hatte, hat er gefragt, kannst du dir vorstellen, was ich mache? Und da dachte ich, ja, natürlich, also was im kammermusikalischen Bereich, also schon mit Klavier im Liedbereich zu bleiben. Und dann habe ich eben gedacht, ich habe natürlich schon 2, 3 Brahms-Lieder in meinem Leben gesungen, aber letzten Endes ist es ein Komponist, wo ich immer wieder durch die Bände gegangen bin und also immer wieder bei denselben Liedern eigentlich stecken geblieben bin. Und dann habe ich gedacht, guckst dir nochmal diese 4 Bände an, die es gibt. Und zu meiner großen Überraschung habe ich dann doch nochmal eine größere Gruppe von Liedern gefunden, die mir sehr gefallen, nach wie vor, und die mich eben doch relativ schnell angesprochen haben. So hab ich doch die ganze Woche mein feines Liebchen nicht gesehen. Ich sah es an einem Sonntag wohl vor der Türe stehen. Brahms und Hamburg, das macht schon irgendwie Sinn. Und das sind vor allem alles Stücke, die ich bis jetzt noch nicht aufgeführt habe, nirgendwo. Also ist auch für mich eine Art Premiere. Ich wär heute bei ihr, wollte. Also letzten Endes, wenn man gefragt wird, was macht die Qualität eines Stückes aus, dann ist es natürlich die Gesamtheit. Der musikalische Text, die Melodie, der musikalische Text insgesamt, in dem Fall das Klavier, und mindestens genauso großem Maße der Text als solcher. Es ist eine kuriose Situation, auf einmal, wenn man in der klassischen Musik eben einen Text hat, wie in dem Liedbereich, wo man vielleicht, es geht 1,5 Minuten, 2 Minuten, manche Stücke gehen vielleicht 5 Minuten. Und man hat einen sehr, sehr klaren und konkreten Bezug textlich. Und auf einmal wird natürlich auch Musik dadurch also überdeutlich in dem Nachempfinden können einer musikalischen Idee, einer Melodie, einer Struktur, die in einem Stück von einem Komponist gewollt so gemacht worden ist. Glaube ich schon, dass dieses Zusammenspiel zwischen diesen 3 Komponenten, da kann ich nicht sagen, nein, der Text ist entscheidender. Also wenn der Text so gut ist, kann ich eine schwächere Musik akzeptieren. Ich glaube, das muss schon passen und auf demselben Niveau stattfinden, ja? Und wirklich ineinandergreifen, so verzahnt. Ja? Am Sonntagmorgen Zürich angetan, wohl weiß ich, wo du da bist hingegangen. Brahms ist immer verbunden mit stürmischem Wetter, mit Gewitterwolken, mit einer dunklen Stimmung oft. Und komischerweise sind dann die Lieder auch die deutlich besseren. Also das sind auch die irgendwie einen mehr packen, selbst wenn man sagt, das ist jetzt nicht ganz groß, aber viel, viel besser als die scheinbar heiteren, wo versucht wird, also eine Art von Fröhlichkeit irgendwie abzubilden, was sowieso wahrscheinlich eine Kunst ein viel schwierigeres Unterfangen ist. Es ist schon ein Konzertsaal, der natürlich sehr viel hergibt und fantastisch aussieht und auch sehr gut klingen kann. Man muss es, glaube ich, nur richtig angehen.